Grüß euch, liebe Zuseher. Nochmal herzlichst willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Ja, Fans des Oso-Stasien. Von welchem Hund ich heute hier spreche, das wissen Sie selbstverständlich schon. Es geht um den Chow Chow, eine Hunderasse, mit welcher ich ein gespaltenes Verhältnis hege und pflege. Weshalb das so ist, auf das kommen Sie im Laufe des Videos noch drauf. Ja. Bei diesem Hund spricht man von einer Ancient Breed, einer altertümlichen Hunderasse, weil der Chow Chow zu den ältesten Hunderassen der Welt zählt. Aufzeichnungen, Niederschriften, die schon mehr als 2000 Jahre auf dem Buckel haben, berichten schon von diesem Hund. Auch Marco Polo schrieb in einen seiner Reiseberichte im 13. Jahrhundert über den Chow Chow. Doch es dauerte bis zum 18. Jahrhundert, bis der Chow Chow mit den Schiffen der East India Company in England eingetroffen ist und von dort aus dann seinen Siegeszug startete, denn der hat eine riesengroße Fanbase. Ist so, ja. Ursprünglich wurde dieser Hund im heutigen China als Zughund verwendet, war hochgeschätzter Wach- und Schutzhund, toller Jagdbegleiter, doch nutzte man sein Fell auch für die Herstellung von Kleidung und er war Nahrungsmittel, denn wenn man es genau nimmt, bedeutet der Name Chow Chow nichts anderes als Nahrung. Lecker, lecker, schmeckt gut. Ist so. Ja. Es ranken sich viele Mythen und Legenden um diese Hunderasse. Es gibt allerdings zwei Kuriositäten, die den Chow Chow auszeichnen, die Fakt sind. Eine teilt er sich mit dem Sharpei und manchen Eurasiern, von welchen er ja eine der drei Ausgangsrassen darstellt. Und das ist die blaue Zunge. Und jetzt passen Sie auf, der Chow Chow kommt mit 44 Zähnen zur Welt. Wussten Sie das? Ich wusste das bis vor kurzem nicht. Ich kenne diese Rasse schon sehr lange, doch mir war bis vor kurzem nicht bekannt, dass dieser Hund mit 44 Zähnen zur Welt kommt. Wir wissen alle, dass ein vollständiges Gebiss eines normalen Hundegebisses, wir haben ja viele sehr kurzschnäuzige Rassen, die weniger Zähne vorweisen, doch ein vollständiges Gebiss eines Hundes weist normalerweise 42 Zähne vor. Der Chow Chow wird mit 44 Zähnen geboren, von welchen er zumeist zwei im Erwachsenenalter dann verliert. Nicht immer, aber zumeist. Und genau diese 44 Zähne sind einer der Gründe, weshalb man ihm die Abstammung der Bären, von den Bären nachsagt. Denn in der Entstehungsgegend des Chow Chows lebte zu Urzeiten der Bärenhund, der Hemicyon, so heißt er im lateinischen Fachausdruck, der ebenfalls 44 Zähne vorgewiesen hat, welche übrigens alle Bären besitzen. 44 Zähne, das ist einer der Gründe und sein bärenhaftes Aussehen, weshalb man munkelt, er stamme eigentlich vom Bären ab. Doch wissenschaftlich ist das selbstverständlich schon widerlegt. Auch der Chow Chow stammt einzig und allein vom Wolf ab. Ja, seit 1957 ist dieser Hund vom FCI offiziell als Hunderasse anerkannt. Ja, und wie schon vorher von mir erwähnt, verfügt er über eine riesen Fanbase. Hat gute Gründe. Ne? Das allgemeine Erscheinungsbild dieses schönen Hundes zeigt uns einen kompakten, kurzen, mittelgroßen Hund mit dichtem Fell, geregelter Rute und löwenhaften Aussehen. Ja. Die Schulterhöhen bewegen sich von Hündinnen zu Rüden zwischen 46 und 56 cm. Und das Gewicht pendelt sich ebenfalls von Hündin zu Rüde von 20 bis 35 Kilo ein. Es gibt den Chow Chow in langhaariger Variante und in kurzhaariger Variante. Wobei kurzhaarig sind diese kurzhaarigen Chow Chows nicht wirklich. Machen Sie sich selbst ein Bild davon. Das ist der Kurzhaar Chow Chow, der meiner Meinung nach eher einen stockhaarigen Hund darstellt. Klassische kurzhaarige Hunde wie Dobermann, Deutscher Boxer können hier als Vergleich gelten. Da werden Sie mir zustimmen. Doch es ist nun mal so. Standard spricht vom langhaarigen Chow Chow und vom kurzhaarigen Chow Chow. Die Farben bewegen sich von schwarz über rot bis zu blau, creme. Alle diese Farben gibt es in Schattierungen, doch gefleckt darf er niemals sein. Die anatomischen Besonderheiten dieses Hundes habe ich schon aufgezählt. Das ist die blaue Zunge, die er sich mit dem Sharpei teilt und manchen Eurasiern. Und eben diese Kuriosität mit 44 Zähnen zur Welt zu kommen. Und jetzt kommen wir
zur eigentlichen Kuriosität dieses Hundes und das ist der Charakter, liebe Zuseher. Weshalb kurios? Nun schauen Sie, ich kannte 2 Chow-Chows recht gut, hatte mit einigen Kontakt. Es sind schon eigene Hunde, sehr eigene Hunde. Ich möchte behaupten, dass speziell Hunde aus Ostasien sich nicht nur charakterlich ähneln, sondern auch optisch sehr ähnlich sind. Sehen wir uns mal einen Shabbai an, einen Tibet Mastiff an und einen Chow Chow an. Das sind schon ähnliche Hundetypen. Nicht nur optisch, die ähneln sich auch alle charakterlich. Eines haben die alle miteinander gemein und das ist, sie haben einen recht dicken Sturkopf. Das ist so. Man sagt dem Chow Chow nach, ihm fehle der Will to Please völlig. Es ist ein Hund, mit dem man verhandeln kann, der aber nicht gern Befehle ausführt. Ja, schauen Sie, ich kann Ihnen von einem Erlebnis erzählen mit diesem schönen Hund, das ich am Abrichteplatz erlebt habe. Ich habe noch nie Chow Chows auf Hundeabrichteplätzen gesehen. Wir hatten allerdings einmal eine Dame, die uns mit einem Chow Chow, als wir noch den Abrichteplatz führten, mein Vater und ich, als Mitglied bei uns. Die versuchte mit ihrem Hund zu arbeiten. Was soll ich Ihnen sagen? Das war nur bis zu einem gewissen Grad möglich. Dann schaltete dieser rote Chow Chow Rüde völlig ab. Der schaltete völlig weg. Bockte, wurde mürrisch, tat gar nichts mehr. Also der Hund saß dort, egal mit wie viel Gefühl man an den heranging, der schaltete ab. Ja, war sehr unfreundlich fremden Menschen gegenüber, weshalb es nicht leicht war, sich als Trainer hier auf gewisse Distanz zu nähern, um der Dame da effektiv helfen zu können. Doch, wie gesagt, es ging nur bis zu einem gewissen Grad an was vorbei. Also mit diesem Hund zu arbeiten am Abrichteplatz, in dieser Welt, in diesem Spiel, Sie wissen, was ich meine, war mehr oder weniger sinnlos. Es war nicht möglich. Das war ein Hund, der zu Hause einen Schmusebär darstellte und der sehr wohl mit sich reden ließ, wenn es darum ging, Bitten auszuführen, wenn Sie verstehen, was ich meine. Aber das war so ein typischer Rassevertreter, der bewies, dass Chow Chows nicht unbedingt Gebrauchshunde sind. Verstehen Sie, was ich meine? Dieser Hund ist dafür bekannt, ein sehr treuer und loyaler Familienhund zu sein. Ein Hund, der seine Familie über alles liebt und sie effektiv gegen jede Bedrohung beschützt. Und viele Rasseliebhaber wissen davon, dass der Chow Chow ein sehr grimmiger Verteidiger, Beschützer sein kann. Allerdings ist es auch so, dass man ihm nachsagt, dass er nicht der geduldigste Hund Kindern gegenüber ist. Sei so erklärt, wenn wir als Beispiel typische Kinderhunde hernehmen, wie Bullterrier-Rassen, Deutscher Boxer, Molosser mit hoher Reitschwelle, die entweder sehr verspielt Kindern gegenüber sind, sehr tolerant Kindern gegenüber sind, sich nicht leicht aus der Ruhe bringen lassen. Beim Chow Chow ist es so, dass er recht schnell mal genervt ist von etwas zu aufdringlichen Kindern und diese dann eventuell zurechtweisen kann. Und wie so eine Zurechtweisung aussieht, liebe Zuseher, das können Sie sich vorstellen, das werden Sie höchstwahrscheinlich wissen. Ja? Also, es soll nicht bedeuten, der Chow Chow eignet sich nicht als Familienhund, wo Kinder anwesend sind. Aber man sollte das immer im Hinterkopf bewahren, er ist nicht der typische Kinderkumpel-Typ. Auch sagt man dem Hund nach, dass er recht schnell vom verspielten Welpencharakter in den seriösen, etwas ernsteren Erwachsenencharakter übergeht. Ich persönlich habe noch nie einen verspielten Chow Chow kennengelernt. Ich weiß allerdings von einem schwarzen Chow Chow in meinem Bekanntenkreis, der ein extrem liebevoller, verspielter, verschmuster Hund sein soll, zu jedem, auch zu Fremden, zu Kindern, zu anderen Hunden, egal welchen Geschlechts. Also das gibt's auch, denn wenn es ums Sozialverhalten Kunden gegenüber geht, ist der Chow Chow ebenfalls mit Vorsicht zu genießen, meiner Meinung nach. Und ich möchte Ihnen da von einem Erlebnis erzählen, das ich mit Attila und einem Chow Chow in den 90er Jahren erlebt habe. Nur um zu unterstreichen, wie wehrhaft dieser Teddybär, dieser flauschige Teddybär sein kann. Ne? Wir hatten da bei uns in der Gegend im 21. Bezirk einen berühmt-berüchtigten roten Chow Chow. Berühmt-berüchtigt deswegen, weil der seiner Besitzerin ständig davongelaufen ist.
Und jetzt verzeihen Sie mir den Ausdruck, aber die war einfach zu dumm, ja, einzusehen, dass ihr Hund nicht folgt, wenn sie ihn auslässt und dann selbstständig auf Abenteuerreisen geht. Wäre vielleicht alles kein Problem für andere Leute gewesen, wäre dieser Chow Chow nicht ein Raufer gewesen, der den einen oder anderen Rüden schon ziemlich bedient hat. Ich hörte von diesem Hund, habe ihn aber bis dato damals noch nie getroffen gehabt. War mit Attila, meinen American Pitbull Terrier, unterwegs und wie es der Teufel so will, traf ich auf diesen Chow Chow. Sah ihn etwa 150 Meter entfernt, alleine, ohne seine Besitzerin. Ja. Ich wusste genau, was geschehen wird. Ich wusste, der Chow Chow wird herkommen, wird in uns hineinschießen und es wird zu einem heftigen Kampf kommen. Mein Attila war ein Vollblutkrieger. Ich wusste das, war darauf eingestellt, hat ihn dementsprechend gesichert. Ja. Um solche Dinge zu 100% zu vermeiden, wäre mir nichts anderes übrig geblieben, als mit meinem Hund die Wohnung nicht zu verlassen. Aber ja, was soll ich Ihnen sagen? Der Chow Chow erkannte uns also, lief in uns hinein, zu meinem Hund hin und es entbrannte eine heftige Fetzerei. Ja, ich versuchte die beiden Hunde zu trennen, war alleine, mein Hund war an der Leine, die fegten da vor meinen Beinen hin und her. Nach einer gewissen Zeit, die Besitzerin war noch immer nicht da und ich versuchte auch nicht, sie irgendwie visuell ausfindig zu machen, denn ich hatte mit den Hunden genug zu tun, verbiss ich mein Pit in der Wange dieses Chow Chows. Und der brachte es tatsächlich fertig, sich in seiner losen Haut so zu drehen, dass er den Fang meines Hundes zu greifen bekam und begann damit, genüsslich am Fang meines Hundes, während der ihm an der Wange hielt, herumzukauen. Und Sie wissen, ein Chow Chow hat ein sehr kräftiges Gebiss. Ja? Ja, um wirklich schwere, ernsthafte Verletzungen zu vermeiden, musste ich zusehen, diesen Kampf so schnell wie möglich zu beenden. Ja? Ob sich da die Besitzerin schon näherte, wusste ich in dem Moment nicht, denn wie gesagt, mein Fokus lag auf den beiden kämpfenden Hunden. Ich schaffte es, meinen Hund auf einem Lauf zu packen, packte mit der anderen Hand sein Halsband, tastete mich zu ihm vor, während diese Hunde da ein paar Zentimeter vor meinem Kopf ineinander verbissen herumwerkelten, griff mit der rechten Hand in meine Gesäßtasche hinein, wo mein Breakstick drinnen war, öffnete Attila den Kiefer und zog ihn weg. Doch als ich meinen Hund weggezogen habe, schlug der Chow Chow wieder zu. Als er auf mich zusprang, während ich meinen Hund weggezogen habe ich Attila vor Schreck ausgelassen, ja, weil ich befürchtete, gebissen zu werden, und der Kampf entbrannte erneut, heftigst. Mittlerweile näherte sich schon die Besitzerin, kreischend, schreiend, hysterisch, und begann dann mit mir zusammen zu versuchen, die beiden Hunde zu trennen. Der Chow Chow setzte meinem Attila wirklich gut zu, das sage ich Ihnen. Ausgegangen ist die Sache so, wir konnten die beiden Hunde trennen, doch Attila hat den Chow Chow das linke Ohr komplett abgerissen und mein Hund hatte eine tiefe Fleischwunde am Fang. Ja. Jetzt war es so, wir hatten damals noch keine Handys. Das war in Mitte der 90er. Es war aber etwa 30, 40 Meter entfernt eine Telefonzelle. Und die Dame mit dem Chow Chow meinte hysterisch schreiend, sie werde die Polizei rufen. Ich sagte, tun Sie das. Zu meinem Glück stand nicht weit entfernt von uns eine andere Dame mit einem Kinderwagen. Die hat die ganze Szenerie gesehen. Und die hat für mich ausgesagt, denn ich wartete ab, bis die Polizei da war. Die haben das alles aufgenommen. Die Dame mit dem Kinderwagen, wo ein Baby drin war, hat für mich ausgesagt, hat bestätigt, dass mein Hund an der Leine war, der Chow Chow uns überfallen hat. Somit verpuffte die Anzeige in nichts. Ja, aber schauen Sie, liebe Zuseher, ich sage Ihnen was. Auch mein Hund hatte ziemlich was mitbekommen und den Vogel abgeschossen hat Folgendes, denn über Nacht hat sich diese Bisswunde, die hat sich geschlossen, obwohl wir haben sie anständig gereinigt zu Hause. Die hat sich dann geschlossen und es füllte sich eine Blase mit Blut. Da war ziemlich Druck drin. In der Früh habe ich das gesehen, wusste, ich musste mit Attila zum Tierarzt fahren, ihm das öffnen lassen. Und auf dem Weg zum Auto, um zum Tierarzt zu fahren, kam über die Straße drüber gelaufen ein deutscher Schäferhund, Rüde auf meinen Attila drauf. Es entbrannte wieder ein Kampf. Und bei diesem Kampf wurde diese Blutblase, die unter Druck stand, ja, geöffnet, welche sich daraufhin in einer Fontäne von 50 cm Länge auf die Straße ergoss. Sie können sich vorstellen, wie das ausgesehen hat, fürchterlich. Ja. Ich sagte zu der Besitzerin damals, sagen wir, könnt ihr alle auf euren Hund nicht aufpassen? Ah, das tut ihr leid, meinte sie, sage ich, da habe ich nichts davon. Ja. Ich wollte mit dieser Geschichte nur unterstreichen, wie wehrhaft Chow Chows sein können, denn ich sage Ihnen was. Mein American Pitbull Terrier, wie gesagt, das war ein Krieger, ja, und der war
dazu fähig, weit größeren, weit schwereren Hunden heftigst zuzusetzen. Schauen Sie, ein American Pitbull Terrier ist für mich die mit Abstand leistungsfähigste Hunderasse der Welt. Und dennoch hat dieser Chow Chow da schwer dagegen gehalten, ja? Nur um zu unterstreichen, wie wehrhaft diese Hunde sein können. Ich möchte noch zum Charakter dieses Hundes sagen, schauen Sie, selbst wenn Sie ein extrem erfahrener Hundebesitzer sind, ein Hundehase sind, ein Hundeprofi sind, ich garantiere Ihnen was. Ja. Dieser Hund funktioniert charakterlich so völlig konträr zu den normalen europäischen Hunden, dass auch wenn Sie ein Superprofi sind und das erste Mal einen Chow Chow erwerben als Ihren eigenen Hund, Sie sich von null an neu orientieren müssen. Das garantiere ich Ihnen. Egal wie viele Hunde Sie schon hatten, Dobermänner, Schäferhunde, Goldies, weiß ich nicht was, Chow Chow ist eine völlig andere Welt. Ich habe das schon so oft von Besitzern des Chow Chows gehört. Ja. Also einen Hund hier zu erwarten, mit dem man am Abrichterplatz geht, der Befehle erfolgt, Santa Bede, der einen großen Will to Please vorzeigt, da sind Sie am Holzweg. Ja. Das ist ein schöner Hund, ein toller Familienhund, der seinige liebt. Das ist unbestritten. Der seinige bis zum Äußersten beschützt, der auch einen guten Kinderhund darstellen kann, wenn man das Ganze wirklich mit Gefühl angeht und den Kindern vernünftig erklärt, um was es da geht. Verstehen Sie, was ich meine? Ist generell eine Sache, die immer gemacht gehört. Ganz klar. Aber es gibt eben Hunde, wo man das noch intensiver tun muss. Der Chow Chow ist so ein Hund. Ja? Ein Hund, der nicht immer gut klarkommt mit Artgenossen und dafür bekannt ist, schnell mal sehr dominant werden zu können. Ja? Ein Hund, der nicht leicht zu erziehen ist. Das sage ich Ihnen gleich. Ein wunderschöner Hund, ein toller Familienhund, ein Schmusebär zu Hause, aber oft sehr grimmig Fremden gegenüber. Und mir wurde dann mal gesagt, weil ich habe ja mal behauptet, dass ich mit Hunden speziell aus dem ostasiatischen Bereich, gehört auch Chow Chow, Shabai dazu, aber auch japanische Hunde, Akitas und so weiter, keine Beziehung aufbauen kann. Und das gelingt mir aber zumeist mit allen Hunden oder mit den meisten Hunden gelingt mir das. Auch wenn sie mir von Beginn an etwas feindlich gesinnt sind, kann ich das dann in eine Richtung runterdrehen oder steuern, wo das Ganze dann etwas positiver wird. Mit ostasiatischen Hunden gelingt mir das nicht. Da ist ein Brett zwischen diesen Hunden und mir und ich komme da irgendwie nicht durch, frequenztechnisch. Ich habe das schon mal erklärt. Ja. Mir wurde da vor kurzem von einer Besitzerin, ehemaligen Besitzerin eines Chow Chows, liebe Grüße, auf einem Kommentar unter einem meiner Videos geschrieben, der Grund ist der, weil ich diesen Hunden schnurzegal bin. Ja? Ich sehe das nicht so, denn die Chow Chows, welche ich kennengelernt habe, denen war ich nicht schnurzegal. Die konnten mich einfach nicht leiden. Ja? Die waren unfreundlich mir gegenüber. Ja? Ich dachte mir, ist okay, wenn du mich nicht leiden kannst, kann ich dich auch nicht leiden. Ich habe kein Problem damit. Ja? Die waren aber generell, diese Chow Chows, die ich persönlich gut kannte, generell unfreundlich fremden Menschen gegenüber. Aber wie gesagt, ich habe in meinem Bekanntenkreis einen schwarzen Chow Chow, der ist da völlig anders. Also das ist nicht in Stein gemeißelt, dass jeder Chow Chow sehr misstrauisch, sehr böse oder sehr unfreundlich fremden Menschen gegenüber ist. Aber ich bin mir sicher, 8 von 10 Chow Chow Besitzer, sollten Sie mir zusehen, Sie werden mir zustimmen, dass der Chow Chow sehr dazu neigt, grimmige Eigenschaften Fremden gegenüber an den Tag zu legen, diese vorzuzeigen. Das ist so, ja, das liegt ihm einfach im Blut, der Hund ist so gepolt. Aufpassen auch, obwohl diese Hunde nicht so aussehen, kann hier ein recht starker Jagdtrieb ausbrechen. Ist so, das war mal ein ehemaliger Jäger, also unterschätzen Sie diesen recht kurzen, kompakten Hund nicht, ist kein Dauerläufer, wie Windhunde etc. oder so, oder Laufhunde, aber Jagdtrieb ist da, also auch hier etwas aufpassen. Also, für wem eignet sich dieser Hund nicht? Für wem eignet sich dieser Hund? Ich würde sagen, der Chow Chow eignet sich mit Sicherheit nicht für Menschen, die neu in die Hundewelt einsteigen und sich orientieren oder damit beginnen, sich an dem Normalhund zu orientieren. Ja? Hier könnten Sie schnell eine Art Kulturschock mit dem Chow Chow erleben, da der doch um einiges anderes funktioniert, meiner Meinung nach. Ja? Für Menschen, die schon etwas Eigenes suchen, möchte ich sagen, eignet sich dieser Hund. Für Menschen, die es auf den Gebrauchshundesport abgesehen haben, auf keinen Fall, meiner Meinung nach. Also mit dem Abrichtersport hat der Chow Chow überhaupt nichts am Hut. Aber er ist kein unsportlicher Hund. Ist zwar ein Hund, bei dem sich die Triebigkeit im überschaubaren Rahmen bewegt, doch es ist ein bewegungsfreudiger Hund. Also der ist gerne mit ihnen unterwegs, auch über Stock und Stein. Aufpassen bei extremer Hitze. Chow Chows sind dafür bekannt, hier schnell mal unter der Hitze zu leiden, weit früher als ja, der Durchschnittshund. Aufpassen. Also bei gemäßigten Temperaturen ist er mit ihnen überall unterwegs, keine Frage.
eignet sich für sportliche Menschen, aber für den Hundesport, für alles, was mit Kommandos befolgen zu tun hat, eher weniger. Und da werden Sie mir zustimmen, wenn Sie Chow-Chow-Fan sind. Ja. Also ein Exote charakterlich, gefällt mir optisch sehr gut, doch ich käme mit diesem Charakter nicht zurecht. Ja. Ist kein Hund für mich. Aber ich verstehe, weshalb dieser Hund eine riesen Fanbase hat. Der hat völlig eigene Charaktere, weist er vor. Teilweise wirkt er auf mich schon ähnlich wie eine Katze. Ja, ist ein eigener Herr, lässt mit sich verhandeln und tut schon manchmal das, was sie von ihm verlangen, wenn sie es richtig angehen. Ja. Aber das muss man schon wollen. Aber schön sind sie allemal, sie sind beeindruckend, haben diese zwei ganz besonderen Dinge vorzuweisen, nämlich die blaue Zunge, dieses 44-Zähne-Ding, Abstammung von Bären und so weiter. Doch passen Sie auf beim Sozialisieren von klein an anderen Hunden gegenüber. Generell eine Sache muss man immer tun, doch bei diesem Hund besonderes Augenmerk drauflegen. Bei der Haltung kinderreichen Familien immer dran denken, ein Chow-Chow kann vielleicht etwas früher genervt sein von zu wild spielenden oder eventuell aufdringlichen Kindern. Er hat einen stark ausgeprägten Wach- und Schutztrieb. Bedenken Sie, auch das ist oftmals misstrauisch Fremden gegenüber. Also wenn Sie das erste Mal Besuch empfangen, seit Sie den Hund haben und der schon im Erwachsenenalter sind, gehen Sie davon aus, dass es hier eventuell Arbeit benötigt, um den Hund klar zu machen. Hör zu, es ist auch Besuch hier gestattet. Ja, aber ansonsten ein Schmusebär zu Hause. Ein liebevoller, loyaler Schmusebär zu Hause, der diesbezüglich nicht anders funktioniert als andere Hunde. Aber dennoch fährt er wie viele andere Hunde aus diesen Bereichen des Globus eine eigene Schiene. Das ist meine Meinung zum Chow-Chow, liebe Zuseher. Ja. Es hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Das war's schon.